Vielleicht fällt uns ja irgendwas anderes ein, wie wir ihren reinwürgen können. Immerhin ist da ein Haufen Presse. Hast du schon eine Idee? Noch nicht. Aber bis morgen fällt uns bestimmt noch was ein. Kann ich dich mal kurz sprechen? Du, ich habe gleich Zeugniskonferenz. Es dauert nicht lang. Es ist wegen heute früh. Die haben mich alle... Nach der Konferenz, okay? Ich komme bei dir vorbei. Bis dann. Vielleicht wäre es ja doch ganz schön, wenn wir es zusammen machen können. Dazu ist es jetzt leider zu spät. Wieso? Naja, erstens habe ich bereits für uns beide abgesagt. Dann rufen wir Clarissa eben an und sagen ihr, dass wir es uns anders überlegt haben. Zweitens habe ich mir überlegt, dass es doch nicht so toll ist, für sie zu modeln. Anna, was ist los? Anna, was hast du denn? Was ist denn los mit dir? Was hast du denn? Lass mich! Sag mir doch, was los ist. Komm, das interessiert dich doch sowieso nicht! Schraub du doch weiter an deinen Motorrädern rum. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Aber ich kann doch nicht einfach hier so rumstehen. Lasse sich erst mal beruhigen. Wenn ich nur wüsste, was mit dir los ist. Vielleicht sollte ich zuerst mit dir reden. Ich kenne mich mit sowas aus. Wenn du meinst. So, wir gehen dann mal nach oben. Wir bleiben noch ein bisschen auf. Aber nicht zu lange. Schließlich wollte dir morgen früh Raja bei den Vorbereitungen zum Fest helfen. Keine Sorge, das kriegen wir schon geregelt. Und vergiss nicht, gefeiert wird nur in der Halle. Falls ihr Probleme habt. Werden wir dich auf keinen Fall belästigen. Und wenn es euch zu bunt wird, Tim und Julia kommen morgen Nachmittag zum Café. Ihr könnt euch gerne anschließen. Raja natürlich auch. Wir werden es ihm ausrichten. Gut. Nacht. Na endlich. Ich dachte schon, wir werden die beiden nie mehr los. Lass mal sehen. Katharina von Sterneck, das hast du einfach genial hingekriegt. Ja, so sehe ich das auch. Naja, dann will ich mal. Und sag Anna, dass sie mich jederzeit anrufen kann. Egal wie spät es ist. Ich werde es ja ausrichten. Danke. Mach dir keine Sorgen, das wird schon wieder. Ja, hoffentlich. Ich habe nämlich wirklich keine Ahnung, was los ist. Oh, Danke. naja. Tschüss. Gute Nacht. Den ganzen Tag habe ich versucht, mit ihm zu reden. Aber immer war irgendetwas anderes wichtiger. Vielleicht kannst du mir sagen, was los ist. Ach komm, du hast doch schon genug eigene Probleme. Da kommt es auf ein paar Probleme mehr oder weniger auch nicht an. Hm? Na komm, wir setzen uns erstmal. Und du willst wirklich nicht mit uns essen? Nein, danke. Wie das duftet. Hallo, ich habe trotzdem keinen Hunger. Komm mit zur Sache, bitte, ja? Bitte, bedien dich. Der Umschlag, öffne ihn. Eine nette Summe, aber was soll ich damit? Gehört dir, falls du es dir doch noch überlegst und bei meiner Werbekampagne mitmachst. Ja, also an mir soll es nicht liegen. Dann wäre ja alles klar. Das sehe ich ein bisschen anders. Wieso? Weil Julia wieder einen Rückzieher gemacht hat. Was? Ach, Kinder, was soll denn dieses Hin und Her? Jede Wette, dass Tim dahinter steckt? Das glaube ich nicht. Sie meint, es wäre ihre ureigenste Entscheidung. Nie im Leben. Ja. Und was jetzt? Ich melde mich dann bei dir. Alles klar. Ich würde nur ungern darauf verzichten. Also, bis dann. Tschüss. Also, für diese Summe würde ich mich auch opfern. Das Parfum soll aber Twins heißen und nicht allzeit bereit. Dann eben nicht.
Du, entschuldige, aber ich muss noch was ganz Dringendes erledigen. Für mich ist das mittlerweile das reinste Spießrutenlaufen. Paul kriegt ja von dem ganzen Theater überhaupt nichts mit. Und so wie es aussieht, scheint es ihn noch nicht besonders zu interessieren. Wenn er sich wenigstens mal die Zeit nehmen würde, mir zuzuhören. Selbst wenn er es wüsste, was soll er denn tun? Wenn du Probleme mit deinen Klassenkameraden hast, kann er sich schlecht einmischen. Naja, aber er könnte mir doch wenigstens mal zuhören. Es ist nämlich nicht besonders witzig, wenn alle meine Schulkameraden denken, dass ich nur deswegen so gute Noten bekomme, weil Paul mir hilft. Oder weil er mir die Klassenarbeitsfragen verrät. Aber du warst doch schon vorher gut in Deutsch. Das müssten die doch am besten wissen. Ja, da scheint sich nur leider keiner mehr daran zu erinnern. Wie auch immer, du musst Paul sagen, was los ist. Fragt sich nur wann. Ich habe wirklich schon einige Versuche unternommen, aber immer ist irgendetwas wichtiger. Erst ist es die Schule und als er jetzt auch noch mit dem Motorrad anfing, ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Das war ja auch ein bisschen meine Schuld. Das war es nicht. Er hätte merken müssen, dass was nicht stimmt. Wahrscheinlich will er sich nicht damit belasten. Ach Quatsch, der hat keinen blassen Schimmer, was mit dir los ist. Gott, umso schlimmer. Du sollst ihn anrufen, hat er gesagt. Egal wann. Allerdings frage ich mich, wer da je wieder rauskommt. Schüler mit den schlechten Noten werden immer auf dich neidisch sein. Ja, Herrgott, dann soll er mir halt auch schlechtere Noten geben. Das ist doch keine Lösung und das weißt du genau. Ja, und jetzt hör auf zu schmollen und ruf ihn an. Er macht sich wirklich Sorgen um dich. Gott, soll er doch. Und das Buffet kommt bitte hier drüben hin. Ist was? Ich musste bloß gerade dran denken, wenn Raja mit Kondom genauso geschickt ist wie mit Luftballons. Wer ist denn diese graue Kirchenmaus? Schwester Margot, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, Sie auf Redenau begrüßen zu dürfen. Wie geht's den Kindern? Gut, Sie freuen sich schon so auf das Fest. Ach, ich kann es selbst kaum erwarten. Was gibt's schon Schöneres als strahlende Kinderaugen? Als mein Mann noch lebte, sprachen wir oft selbst darüber, ein Waisenkind zu uns zu nehmen. Aber leider hat er mich dann ja so plötzlich verlassen. Aber Gott sei Dank habe ich noch Raja, meinen Stiefsohn. Ohne ihn wäre dieses Fest gar nicht zustande gekommen. Aber ich rede und vernachlässige dabei meine Pflichten als Gastgeberin. Was halten Sie davon, wenn wir nach oben gehen und den Ablauf des heutigen Nachmittags besprechen? Ich lasse uns dann auch eine kleine Erfrischung zukommen. Gott, wie die sich einschleimen. Richtig ekelhaft. Aber das wird ja am Ende auch nichts nützen. Was fällt Ihnen eigentlich ein, hier Und jedes was Mal... fällt Ihnen ein, meiner Tochter die Arbeit als Model zu verbieten? Aber ich hab doch gar... Nur weil Sie Ihr Mann sind, haben Sie noch lange nicht das Recht, Julias Karriere im Wege zu stehen. Ich hab doch überhaupt nichts dagegen, dass sie sich fotografieren lässt. Das sagen Sie doch bloß, weil Sie Angst haben. Wovor? Vor Ihnen? Immerhin stehen Sie auf meiner Lohnliste. ABB ist ganz bestimmt nicht der einzige Arbeitgeber hier in der Gegend. Ein paar Telefonate und Sie bekommen in dieser Gegend keinen Fuß mehr auf den Boden. Bitte? Hier ist das Telefon. Gut. Wie Sie wollen. Charlie wird sich freuen, Ihre Stimme zu hören. Mann, was soll der Scheiß? Sie wissen ganz genau, dass ich mit Frau Schneider nichts hatte. Erektionsprobleme in Ihrem Alter? Sie glauben doch nicht im Ernst, dass man Ihnen das abnimmt. Worauf wollen Sie eigentlich raus? Ich habe zwar kein Video, aber ich frage mich, was Julia sagen wird, wenn meine Freundin Charlie ihr erzählt, wie sie jene besagte Nacht wirklich verbracht hat. Jeder weiß, dass ich in der Nacht bei Gero war. Und außer Ihrer Freundin haben Sie überhaupt keinen Beweis, dass irgendwas anders war. Gut. Dann steht also Ihre Aussage gegen meine. Ganz genau. Und jetzt raten Sie mal, wem Julia wohl eher glauben wird. Wollen Sie wirklich dieses Risiko eingehen? Hi, ich bin's. Na endlich. Wie geht's dir denn? Den Umständen entsprechend. Was soll das heißen? Bist du etwa krank? Nein. Für den Fall, dass du mal Zeit hast, könnten wir uns dann treffen und reden?
Ja, sicher. Und wann? Um 4 im Park? Okay, Gut, dann bis dann. bis gleich. Darf ich dich mal was fragen? Nur zu. Warum schminkst du dich eigentlich? Du bist doch ohne Make-up schön. Wie Mumtaz Mahal. Wer ist das denn? Sie war die Frau des Großmonguls Shah Jahan und lebt im 17. Jahrhundert. Seinerzeit liebte der Großmogul sie so sehr, dass er ihr als Wahrzeichen seiner Liebe ein Denkmal errichten ließ. Das Taj Mahal. Danke, Rajana. Das ist das schönste Kompliment, das man mir je gemacht hat. Na, du wirst doch nicht tatsächlich unseren Gästen deine Schönheit vorenthalten wollen. Also ich bezweifle mal, dass sie daran interessiert sind. Die stehen allenfalls auf Benjamin Blümchen oder Tic-Tac-Toe. So, und jetzt zieh dich um, dann können wir sie begrüßen, ja? Bin schon unterwegs. Sie hat dir tatsächlich mit der Kündigung gedroht? Ja, laut und deutlich. Am liebsten hätte ich sie hochkant wieder rausgeschmissen, aber wer weiß, dann kommt sie morgen wieder im Rollstuhl daher. Ja, ins Gemüsefach bitte. Ich frage mich nur, was das soll, denn sie kann dir gar nicht kündigen. Wieso? Ist doch ihre Firma. Ja, das schon, aber Arno hat sich damals schriftlich zusichern lassen, dass nur er die Personalentscheidungen fällt. Die noch. Woher weißt du denn so genau, was in Arnos Vertrag steht? Susanne hat ihn gelesen und mir dann davon erzählt. Dann hat Clarissa also wieder mal nur geblufft. Erraten. Aber wenn du auf Nummer sicher gehen willst, ruf lieber noch mal Arno an. Oder ich kann das auch machen. Nee, also wenn, dann mache ich das schon. Gut. Und ist da noch was? Nee, was soll sein? Naja, ich mag doch, dass dich irgendwas beschäftigt. Ich habe mir nur mal überlegt, dass vielleicht Clarissa ja recht hat und ich wirklich deiner Karriere im Weg stehe. Oh, Schatz, nein, du weißt doch, dass das nicht stimmt. Ich hatte meine Gründe, Clarissas Kampagne abzusagen. Und nach diesem Auftritt hier bin ich froh, dass ich es getan habe. Und das warst du vorher nicht? Naja, ich hatte schon meine Zweifel, ob es richtig war, eine so große Chance abzulehnen. Aber die sind jetzt völlig beseitigt. Dann hatte Clarissas Auftritt ja doch noch was Gutes. Mhm. Aber ich glaube, wir müssen los, sonst kommen wir zu spät nach Friedenau. Oh, so viel Zeit muss sein. Ja. Mhm. Alle da? Alle wow. Liebe Kinder, Rajan, der hübsche Prinz da drüben und ich, wir freuen uns, dass ihr alle hierher gekommen seid. Wir haben jede Menge Überraschungen für euch und wünschen euch viel Spaß auf Friedenau. Limonade und Negerküsse, die gibt's da drüben. Sebastian. Hallo, schöner Prinz. Na, Sag mal, wann kommen denn eigentlich die ganzen Presseheinis? die werden frühestens in einer Stunde da sein. Was sagst du? Ach, ich dachte, das wäre doch ein ganz schönes Bild für die. Ja. Kommt, ich helfe euch. Was Habt ihr alle schon was zu essen? Ja! Hier haben wir noch was Süßes. Hi. Hallo. Wollen wir ein paar Schritte gehen? Ich habe noch mal über gestern nachgedacht. Und? Naja, dein Verhalten... Mist, ich hätte eigentlich gleich wissen müssen, was los ist. Immerhin habe ich im Studium ja ein bisschen was über Pädagogik mitbekommen. Und in der Literatur ist ja auch schon eine Menge über Eifersucht geschrieben worden. Na, gib's zu, du warst eifersüchtig, ne? Aber ich schwör's dir, ich habe gestern mit Susanne wirklich nur am Motorrad rumgeschraubt. Gott, ich fass es nicht. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass ich losgeheult habe, weil ich eifersüchtig war. Nach der Geschichte mit Corinna eigentlich schon.
Kannst du dir nicht vorstellen, dass es vielleicht auch andere Gründe gibt? Oh Mann. Jetzt habe ich dieses blöde Ratespiel aber langsam satt. Wenn du nicht eifersüchtig warst, was war dann mit dir los? Ich werde von jedem in der Klasse angemacht, weil alle glauben, dass du mich bevorzugst. Und du hast noch nicht mal Zeit, dir mein Problem anzuhören. Das ist los, okay? Aber das ist doch Quatsch. Das ist die Wahrheit. Du kriegst sie bloß nicht mit. Aber warum hast du da nicht viel früher schon was gesagt? Glaub mir, ich hab's versucht. Aber du hast überhaupt keine Zeit für mich. Du redest immer nur von deinem Job, dein Problem oder willst deinen Spaß haben. Was mich bedrückt, interessiert dich doch überhaupt nicht. Das ist nicht wahr. Ja. Und warum hast du dann mit Susanne am Motorrad rumgebastelt, obwohl du ganz genau mitgekriegt hast, wie beschissen es mir ging? Oh. Ach, hallo, Tim, Julia. Schön, dass ihr da seid. Ja, tut mir leid, aber als Tim die Mohrenköpfe in der Halle gesehen hat, da gab's kein Halten mehr. Hallo. Hallo. Der wievielte ist das denn jetzt eigentlich? Oh. 10? Oh Gott, na pass auf, dass dir nicht schlecht wird. Keine Angst. Ich habe mich als Kind ernährt von den Dingern. Setzt euch doch bitte. Ja. Wir haben nicht schlecht gestaunt über die Dekoration in der Halle. Wer hatte diese süße Idee? Tanja. Tanja. Seit wann interessiert sich Tanja für Kinder? Seitdem sie weiß, dass Rajan ein großes Herz und sehr viel Geld zu verschenken hat. Aber so selten wir hier seid, lasst uns nicht über Tanja reden. Wie geht's euch? Also mir ist schlecht. Es geht euch also gut. Ja. Du siehst von Tag zu Tag schöner aus. Wie machst du das eigentlich? Sagst du es ihm? Also, ich muss euch was sagen. Du wirst Opa. Oh, Julia, ich freue mich. Tim. Das ist... Ach, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und wie fühlst du dich? Großartig. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nicht besser gefühlt. Ich war ein Idiot. Tut mir leid. Ich hätte eigentlich wissen müssen, was du durchmachst. Aber ich verspreche dir, dass ich in der nächsten Stunde mit der Klasse reden werde. Oh Gott, wenn du das tust, dann bin ich total unten durch. Naja, dann halten mich die anderen auch noch für eine Petze, die wegen jedem Scheiß zu ihrem Lehrer rennt. Aber du kannst die Sache nicht einfach so auf sich beruhen lassen. Du bist eine sehr gute Schülerin. Du hast das überhaupt nicht nötig, dass ich dich bevorzuge. Ja, und genau das muss ich beweisen. Und wie? Versprich mir bitte, dass du mich in Zukunft wie eine ganz normale Schülerin behandelst, ja? Aber das tue ich doch schon. Ach komm, die anderen sind doch nicht blind. Unsere verliebten Blicke, unsere Geheimzeichen. So schön das auch ist, aber ich will das nicht mehr. Wenn du meinst, dass das was nützt. Das ist meine einzige Chance. Versprichst du es mir? Okay. Großes Indianer-Ehrenwort. Ja, liebe Kinder, seid ihr alle da? Ja! Ah, jetzt habe ich euch gehört. Wisst ihr, ich habe einen großen Pokal mitgebracht. In diesem Pokal, da ist lauter Konfekt. Und hier habe ich das Ach, wisst ihr, da machen wir aus dem Konfetti, Konfekt. Da brauche ich nur eine Röhre aus Ebenholz. So drüber ist Ebenholz, ne? So, das Zaubertuch drauf. Und jetzt streckt bitte mal alle die Arme aus. Nicht auf mich, da drauf. Mit den Fingern so bewegen. Und jetzt sagen wir alle zusammen Zauberspruch Simsalabim. Und Simsalabim. Und da bin ich mal gespannt, ob es mit eurer Hilfe geklappt hat. Ja, toll. Darf ich den Hasen? Du darfst ihn mal halten, ja. Sag mal, wo bleibt eigentlich die Presse? Weil ihr müsst jeden Moment hier sein. Ich muss mal pipi. Ja, mein Gott, dann geh auf Toilette. Kommst du mit? Na komm, ich geh mit. Ja, okay. Na, dann mal los. Wie viele Knoten sind da drin? Danke. Also ich sagte, die Hütte, die war der absolute Traum und dann... Hey, Entschuldigung. Mensch, ausgerechnet jetzt. Gleich kommt die Presse und... Ah, Scheiße. Schöner Knoten, ja? Ja. Die andere Seite mache ich genauso auf. So, diese beiden Enden haben wir schon zusammen wieder hängen lassen. Hallo, ihr zwei. Und ein Knoten Oh, machen. hallo Gero, was machst du denn hier? Ja, Barbara und Christoph haben mich zum Kaffee eingeladen. Ja. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich als Arzt verkleidet.
Sehr komisch. Die 4 sind im Salon. 4? Ja, Julia und Tim sind auch da. Ach so. Ja gut, danke. Viel Spaß noch. Werden wir haben. Dann halt mal beide Finger da oben drauf. Ja, bin schon weg. Und Viel Glück. Und schon. Oh, toll. Ja, klasse. Auf Julia. Hallo, Gero. Entschuldigt die Verspätung, aber... Nanu, gibt's was zu feiern? Ja, hol dir ein Glas und stoß mit uns an. Klar, gern. So. Die Hausmarke. Darf man auch den Grund dieser kleinen Feierlichkeit erfahren? Man darf. Tim und Julia bekommen ein Baby. Wir können es selber noch gar nicht fassen. Tja, dann herzlichen Glückwunsch. Danke. Julia. Ich weiß, wie viel dir das bedeutet. Und du bist jetzt sicher die glücklichste Frau der Welt. Ja, das bin ich wohl. Aber ich muss dringend unter 4 Augen mit dir sprechen. Was gibt es denn so Wichtiges? Nicht hier, lass uns draußen reden, ja? Jetzt? Bitte, Julia, es ist wirklich wichtig. Meinetwegen. Aber lass uns noch kurz mit den anderen anstoßen. Hm? Na also, auf euer Wohl. Auf euer Wohl. Das gibt's doch gar nicht. Das muss ich doch irgendwie rauskriegen. Das Make-up ist auch hin. Hey, was soll das denn? Hallo? Aufmachen! Hey, mach die Tür auf! Scheiße. Also, was gibt es so Wichtiges? Es geht um deine Schwangerschaft. Du willst Taufpate werden, ist es das? Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Aber? Gott, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Was? Gero, was? Es tut mir wirklich leid, Julia. Dein Kind... Oh Gott. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Es könnte behindert sein.